Besondere am Piano diesmal war für mich, dass wir in meiner alten Schule aufgenommen haben, wo ich Abitur gemacht habe. In diesem Saal habe ich auch zum allerersten Mal auf einer Bühne wirklich gesungen. Damals die Drei-Groschen-Oper, da habe ich ein Mackie Messer gespielt. Und wir hatten diverse Orte in Hamburg, wo wir hätten in einem großen Raum Flügel aufnehmen können. Und weil wir aber immer irgendwie den persönlichen Bezug suchen als Band zu Dingen, Orten, Menschen, die uns wichtig sind, wo die emotionale Komponente vielleicht mit reinspielt. Auch wenn sie vielleicht nicht direkt hörbar ist, haben wir uns dann dafür meine alte Schule entschieden. Von der 7. Klasse bis zum Abitur. Und das hier war tatsächlich meine erste Klasse. Hier an dem Tisch, da habe ich meine erste Freundin Anna kennengelernt. Ich bin erst mal richtig verliebt. Den dort ansässigen Flügel in dem Raum, in dieser großen Aula, wie sie halt einfach ist, wie sie halt einfach klingt, aufgenommen und das so genommen, wie es kam. Sogar mit Ambient-Mikrofonen im Treppenhaus, also vor den offenen Türen der Aula, sodass man quasi auch noch diesen großen, sehr diffusen, nicht sonderlich Direktschall dazu fahren kann. The horizon will weep when it swallows you. I still feel your soul while our God's still asleep. In celestial bliss, breaths like ocean tides. When we run from the lights, the dreams we resist. Ja, das Ding halt mit diesen sehr weit entfernten Raummikros, die dann im Treppenhaus standen, war, damit sie überhaupt leise Passagen aufnehmen, musste sie halt sehr hoch pegeln. Also Bengt, der als Recording Engineer mit dabei war, meinte dann irgendwann, wir hören alles. Wir hören sogar das Ticken der Uhr, die da drüber an der Wand hängt. Haben wir die Uhr abgenommen, Batterien rausgenommen, zack. Bengt hört rein. Wir hören immer noch irgendeinen Ticken. Das heißt, wir mussten letztendlich aus dem gesamten Treppenhaus, selbst 2 Stockwerke tiefer, die Uhren von der Wand nehmen, die Batterien rausnehmen, damit da nichts tickt. Und wir mussten ständig warten, weil natürlich auch die Fenster nicht sonderlich schalldicht waren und zu einer Hauptstraße rausgingen. Mussten immer warten, wenn irgendwo draußen ein LKW oder ein Motorrad vorbeigefahren ist. Also die haben wirklich alles mit aufgenommen. Im Auto noch ganz leise am Ende ein Unfallwagen. Den letzten. Für die Orgel sind wir zurück in die Kirche nach Wandsbek gegangen, in der wir schon das Till Death Us Do Part Video gedreht haben. Die Kirchenorgel zu spielen ist erstmal sehr mächtig. Auch wenn man sich mit Keyboards auskennt, hat so eine richtige Kirchenorgel doch erstaunlich viele Tasten. Als auch Knöpfe. Was ist jetzt alles, was ist jetzt Zimbel und Doppelregal? Doppelegal? Doppelegal. Und man muss erstmal gucken, okay, welche Sounds nimmt man? Also du hast ja bei einer Orgel durch die ganzen Register und durch die ganzen Möglichkeiten, die man hat, kann man ja so unfassbar viele Klänge produzieren. Das heißt, man muss sich erstmal raussuchen, okay, welchen Orgelsound wollen wir haben? Weil es gibt ja nicht den Orgelsound, es gibt ja viele Orgelsounds. Schön. Eine Orgel
Orgel hat Fußtasten und diese Fußtasten, das sind Basspedale. Also als richtiger Organist kann man praktisch mit beiden Händen spielen und dazu noch mit den Füßen tiefe Basstöne spielen. Kann ich nicht. Das heißt, wir haben halt erst die Orgel gespielt und dann einzeln den Fuß hinten dran. Von der kreativen Seite, die man als Tontechniker halt auch haben kann, war das wahnsinnig spannend, alleine darüber zu reden, wie wir die Raummikros bei den Orgelaufnahmen halt aufstellen. Stehe ich jetzt hier unten im Altarraum? Weil da hat man ja irgendwie mehr den typischen, ich sitze in der Kirche Sound und schäme mich, dass ich letzte Nacht wieder masturbiert habe, Gefühl, wenn die Orgel dann spielt. Oder wie wir es dann gelöst haben, hängen wir sie über die Balustrade oben auf dem ersten Rang, sag ich mal. Und damit wir einen richtig schönen direkten Sound kriegen, haben wir hier ganz nah dran 2 Mikrofone aufgebaut. Mega geiler Nachhall. Und weil der Nachhall so geil ist und man das unbedingt mit aufnehmen soll, weil wir sind ja bewusst hier in die Kirche gegangen, um das aufzunehmen, haben wir noch Raummikrofone aufgebaut. Hier eins und da drüben auf der anderen Seite auch nochmal eins. Das war einfach wahnsinnig spannend. Also so ein Instrument, was man einfach typischerweise halt nicht akustisch aufnimmt, weil man halt sagt, hey, da ist mein Logic, ich schmeiße jetzt halt die Orgel an, die Software, das Softwareinstrument und nehme ich halt die. Fertig aus. Für mein Verständnis haben Softwareinstrumente heute einen Qualitätsstand erreicht, wo man wirklich nur noch sagen kann, die sind untereinander anders, aber nicht wirklich besser oder schlechter, also ab einem bestimmten Level. Da sind so gute Instrumente dabei, dass das ungeschulte Gehör auf keinen Fall hört, dass das irgendwie aus dem Computer kommt. Aber sie werden halt auch bis zum geht nicht mehr in Produktion eingesetzt. Es gibt so unter Tontechnikern so die kleinen Witze, es gibt so ein paar Hersteller, die den Markt in gewissen Bereichen dominieren und da kann man teilweise wirklich auf Platten schon hören, welche Sample Library benutzt wurde und so. Und um dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, bietet es sich sehr stark an, denn doch nochmal wieder rauszugehen und selbst das aufzunehmen. Blamelessly in my arms fall asleep. In my arms fall asleep. Sinking